Hallo Leute, heute haben wir ein schönes, interessantes Blockschallbild, von dem wir die Übertragungsfunktion ermitteln wollen. Natürlich wäre es dabei wichtig, die Übertragungsfunktion der Standard-Blockschallbilden anzuwenden. Wenn ich fern anschaue, dann sehe ich hier schon eine Rückkopplung mit der Eingang A, gebe ich hier dann Namen, und einen Ausgang B. Dann sehe ich direkt rechts daneben eine parallele Schaltung durch die Summationsstelle mit dem Eingang B und dem Ausgang C oder Y von S. Wenn ich die Übertragungsfunktion von den beiden Blockschallbilden da oben ermittelt habe, dann sehe ich nochmal, dass ich eine weitere Rückkopplung habe. Das ist noch eine andere Standardübertragungsfunktion. Das wäre jetzt das Blockschallbild von US bis zum Y von S. Also mein Eingang wäre US und mein Ausgang wäre Y von S. Fangen wir erstmal mit unserem Blockschallbild zwischen Eingang A und Ausgang B. Ich habe erkannt, dass es um eine Rückkopplung geht, beziehungsweise um eine Mitkopplung geht. Deswegen kann ich direkt unsere Standardformel benutzen, ohne jetzt das Blockschallbild ins Details beschreiben zu müssen. Damit komme ich auf, ich muss jetzt mal schreiben, um welches Blockschallbild es geht. Das war eine Mitkopplung bzw. eine Rückkopplung und speziell an Mitkopplung. Die Gesamtübertragungsfunktion davon wäre dann ich nenne das G1 von S. Das wäre, wenn ihr die Übertragungsfunktion dieses Standards Blockschallbild selbst ermitteln wollt, dann schaut euch bitte mein Video zum Thema Rückkopplung, die ich hier oben verlinkt habe. Wenn ihr das Video da angeschaut habt, dann wäre es für euch auch klar sein, dass wir hier folgende Übertragungsfunktion erhalten werden. Und zwar oben habe ich G1 mal G2, deswegen bringe ich das hier oben. Dann habe ich mein 1, weil ich hier drin ein Plus habe, trage ich hier ein Minus und mal G1 mal G2 und nochmal die Übertragungsfunktion, die ich unten hatte. Dann wird mein Übertragungsfunktion G1 genauso sein. Dann gehen wir jetzt zu unserer Parallelschaltung rechts davon. Das heißt, mein Eingang wäre B und mein Ausgang wäre C. Das ist natürlich eine Parallelschaltung. Und um jetzt die Übertragungsfunktion einer Parallelschaltung schnell ermitteln zu können, empfehle ich euch natürlich auch das entsprechende Video, wo ich erklärt habe, wie die Übertragungsfunktion einer Parallelschaltung schnell ermitteln kann. Das Video verlinke ich euch hier oben. Schaut euch das Video, bevor ihr mit diesem Video weiter. Wenn ihr die Übertragungsfunktion dieser Parallelschaltung schnell ermitteln wollt, dann empfehle ich euch, mein Video, das ich gedreht hatte, zu sehen, bevor ihr mit der Aufgabe hier weitermacht. Damit sollten wir an Übertragungsfunktion gleich, ich nenne hier die Übertragungsfunktion G2 von S, gleich mein G3 plus G4 sein. Hier sieht man Gesamtblockschallbild wie folgt aus. Ich habe mein O von S,
Ich habe mein U von S. Dann habe ich meine Summationsstelle. Dann erhalte ich mein G von 1 von S. Und anschließend mein G von 2 von S. Das ist die parallele Schaltung. Und als Ausgang habe ich mein Y von S. Dann habe ich die Rückführung mit G6 hier unten als Übertragungsfunktion. Dann sehe ich hier, dass es um eine Rückkupplung geht, beziehungsweise eine Gegenkupplung mit der Eingangsgröße U von S und der Ausgangsgröße Y von S. Also wie gesagt, das ist eine Gegenkupplung. Und dann die Gesamtübertragungsfunktion nenne ich G von 3. Wenn ihr auch die Übertragungsfunktion einer Gegenkupplung schnell ermitteln wollt, dann empfehle ich euch, das oben verlinkte Video anzuschauen. Damit erhalt I G1 von S mal G2 von S durch 1. Wir haben hier ein Minus, deswegen trage ich hier dann Plus G1 von S, die Übertragungsfunktion aus der Mitkupplung, mal G2 von S und mal unsere G6 von S. Das wäre jetzt die Gesamtübertragungsfunktion unseres Blockschallbildes. Ganz easy, oder? Also ich hoffe, wenn ihr die Videos zur Ermittlung der Gesamtübertragungsfunktion aus diesen Standard-Blockschallbilden, dann wird das auch für euch sicherlich ganz easy sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert euch dem Kanal und schaut euch weitere Videos zum Thema Regelungstechnik, Maschinendynamik oder Mathe. Bis bald. Ciao.